Haha, hallo. Heute reden wir über eines der schönsten Dinge, die Harmony zu bieten hat. Die Rede ist von Harmonys Zeichentools. In diesem Animationsprogramm macht Zeichnen nämlich wirklich Spaß und die Resultate sehen nicht so aus, als hätte ein Fremder euch beim Arbeiten die Hand ausgepeitscht. Diesen Eindruck hatte ich bei Adobe Animate und deshalb war das Zeichnen in Harmony ein bedeutender Grund für uns, zu diesem Programm zu wechseln. Die Brush von Harmony ist ein Kronjuwel dieses Programms. Ich liebe es, mit dieser Brush zu arbeiten, da sie genau das tut, was ich möchte. Wenn ich sanfter aufdrücke, bekomme ich sanfte, dünne Strokes. Wenn ich fest aufdrücke, werden diese schön fett und kräftig. Wie stark dieser Effekt zutage treten soll, ist natürlich einstellbar. Doch bevor wir uns an den Einstellungen vergehen, werden wir uns die Brush mal etwas genauer ansehen. Brush Strokes sind im Grunde kleine Farbflächen, die von Vektoren eingezäunt sind. Brushes beinhalten eine Reihe von Informationen wie die Größe, Textur, Form und Glättung. Ja, sehr spannende Information, du Scheiß-Nerd. Wie genau arbeitet man jetzt damit? Equippen könnt ihr die Brush, indem ihr Alt-B drückt. Wenn ihr on the fly mal eure Brush in puncto Größe anpassen wollt, könnt ihr das ganz fix tun, indem ihr die O-Taste drückt und den Cursor nach links oder rechts bewegt. Damit könnt ihr die Maximalgröße der Brush anpassen, die Minimalgröße könnt ihr mit Shift-O ändern. Bei gedrückter E-Taste könnt ihr euer Brushwork temporär radieren und wenn ihr loslasst, einfach weitermalen. Wenn ihr etwas auswählen wollt, könnt ihr einfach die S-Taste drücken und auswählen. Angenommen, ihr habt euch innerhalb dieser Auswahl einen riesen Mist zusammengekritzelt, drückt Delete und der Albtraum ist vorbei. Gott sei Dank. Wer von Adobe Animate kommt, wird schockiert feststellen, dass die Brush Strokes nicht gemerged, also verschmolzen sind. Das lässt sich per Auto-Flatten-Button ändern, der sich im Brush Properties Panel versteckt. Doch möge man sich bitte auch die Vorteile nicht verschmolzener Strokes vor Augen führen. Zum Beispiel, wenn die Brush eine reduzierte Deckkraft hat und man unterschiedlichen Teilen seines SketchUps mehr Line-Weight geben will. Und wenn ihr eine Zeichnung mit gemergten Linien haben wollt, könnt ihr das ja immer noch, indem ihr auf Drawing, Optimize, Flatten geht oder einfach Alt-Shift-F drückt. Eure Brush könnt ihr in den Tool Properties anpassen. Über das Quick-Menü könnt ihr dabei eine Brush auswählen, sowie deren Größe und den Grad der Glättung festlegen. Wenn ihr diesen Pfeil hier smasht, öffnet sich ein weiteres Einstellungsfenster, das viele weitere Einstellungsmöglichkeiten bereithält. Über dieses krass geile Drop-Down-Menü könnt ihr weiterhin einstellen, ob ihr eine Solid- oder Textured Brush haben wollt. Textured Brushes bieten eine unglaubliche Vielfalt an Individualisierungsmöglichkeiten, alleine deshalb schon, weil ihr eigene Texturen zum Beispiel aus Photoshop in das Programm laden könnt. Übrigens, wenn eure Textured Vector Brush zu verpixelt ist und ihr eurem Rechner etwas zutraut, könnt ihr eure Texture Brush Resolution nach oben setzen. Dafür geht ihr unter Drawing, Change, Vector Drawing, Brush, Texture Resolution. Ihr könnt diese Einstellung auch gleich für eure ganze Szene übernehmen, indem ihr unter Szene, Scene Setting, Default Texture, Pixel Density, for Vector Drawings eine entsprechende Einstellung vornehmt. Natürlich möchtet ihr jetzt auch eure eigene Brush erstellen. Wer will schon mit einer Default Brush arbeiten? Das ist ja lächerlich. Zum Erstellen einer Brush könnt ihr eine bestehende Brush aus der Liste des Tool Properties Panel auswählen, auf New Brush gehen und könnt diese dann wie jede andere Brush auch einstellen, mit einer eigenen Textur ausstatten und ihr solltet dabei nicht vergessen, diese am Ende zu updaten, denn sonst habt ihr verkackt. Ich denke beim Erstellen meiner Brushes vor allem an ihren späteren Anwendungskontext. Für Rough Sketches nehme ich gerne eine texturierte Vector Brush, die ein wenig mehr Textur hat. Für sauberes Linework hingegen eine Solid Brush, die etwas dickere Strokes produziert und sauberer ist. In meiner Farbpalette habe ich zusätzlich noch eine blaue Swatch mit geringerer Deckkraft angelegt, die ich beim Sketchen auswähle, während ich für mein Linework eine schwarze Brush nehme. Bei dieser Gelegenheit muss ich euch auch die Funktion Tool Presets vorstellen, mit der ihr all diese Einstellungen zusammenfassen könnt. Wenn ihr eure Custom Brush in eurer präferierten Farbe ausgewählt habt, könnt ihr in der Tool Preset Toolbar auf das New Tool Preset Symbol klicken, ein Symbol hierfür auswählen und zack taucht es in eurer Tool Preset Toolbar auf. Natürlich könnt ihr eurem Tool auch einen Shortcut zuweisen. Macht das einfach. Das ist besser. Jetzt zeige ich euch noch zwei Modi, in denen ihr eure Brush nutzen könnt. Beide sind im Brush Tool Properties Panel zu finden. Der Paint Behind Mode gibt euch die Möglichkeit, unter eurem SketchUp zu malen. Mit der Repaint Brush seid ihr imstande, innerhalb eurer Brushstrokes zu malen. Also try it out und have fun, würde ich sagen. Übrigens haben wir bislang nur über Vector Brushes geredet. Toonman bietet aber auch Bitmap Drawing an, also Pixel- oder rasterbasiertes Zeichnen wie in Photoshop oder TV Paint. Wenn ihr einen Drawing Layer erstellt, werdet ihr automatisch gefragt, ob eure Sublayer in Vector oder Bitmap
angelegt werden sollen. Stellt einfach mal Bitmap ein und probiert es aus. Denkt zuvor daran, eine ordentliche Auflösung zu nehmen, falls ihr mit Zoom-Effekten arbeitet oder gerne mal nachskaliert oder das Ganze vielleicht irgendwann mal in 4K veröffentlichen wollt. Ach ja, und denkt daran, dass Bitmap-Zeichnungen große Dateien produzieren und ihr genug Festplattenspeicher braucht. Und auch hier gilt, wenn euch die Bitmap-Striche zu verpixelt sind, könnt ihr unter Drawing, Change Bitmap, Drawing Resolution die Auflösung hochstellen und siehe da, die Linien werden super glatt. Das gleiche könnt ihr auch für eure gesamte Szene unter Scene, Scene Settings, Bitmap Resolution tun. Es ist zudem auch möglich, Vektor mit Bitmap-Layern in den Sublayern zu mixen, sodass zum Beispiel euer Line in Vektor und euer Color Art in Bitmap ist. Alleine dadurch sind in Harmony viel mehr Artstyles möglich. Nun sehen wir uns das Pencil Tool an. Dieses unterscheidet sich auf den ersten genaueren Blick vom Brush Tool, das eine zentrale Vektorlinie hat. Netterweise könnt ihr dieses Tool wie eure Brush nutzen. Bei gedrückter O-Taste und Maustaste nach links oder rechts ziehen, könnt ihr diese größer oder kleiner machen. Auch hier könnt ihr den Paint Behind und Auto Flatten Mode nutzen. Und wenn ihr Shift gedrückt haltet, könnt ihr gerade Linien ziehen. Auch euer Pencil ist mit diversen Feineinstellungen versehen. Für die erweiterten Feineinstellungen könnt ihr den Pfeil-Button smashen, wie auch beim Brush Tool. Dabei werdet ihr feststellen, dass ihr den Pencil ebenfalls im Textured Vector Modus nutzen könnt. Anders als die Brush steht der Pencil aber nur im Vector Drawing Modus zur Verfügung. Nun möchte ich euch noch ein paar frohlockende Pencil Modes zeigen. Im Line Building Mode, aktivierbar durch dieses Hammer-Symbol in den Pencil Properties, könnt ihr eine komplette Outline sketchen. Eure Linien werden beim Zeichnen gemerged, allerdings trifft das Programm nicht immer Entscheidungen, die in eurem Sinne sind. Mit dem Pencil Editor Tool, das ihr über die Toolbar aktivieren könnt, ist es euch möglich, Pencil Strokes an den äußeren Rändern zu editieren. Wenn ihr Shift gedrückt haltet, könnt ihr jeden Punkt an der roten Linie anfassen. Wenn ihr STRG drückt und dabei einen Kontrollpunkt anklickt, bekommt ihr diese Handles, so könnt ihr dem Stroke eine nette Krümmung verpassen. Auch könnt ihr einen Stroke bei einem Kontrollpunkt mit der Pump Function, die ihr im Tool Properties Panel findet, im wahrsten Sinne des Wortes aufpumpen. Mit der Shrink Function könnt ihr sie dafür wieder verschlanken. Pencil Lines können im Übrigen auch gemerged werden, indem ihr betreffende Strokes auswählt und unter Tool Properties auf Merge Lines klickt. Doch wählt nicht zu viel auf einmal aus, das könnte komische Resultate hervorrufen. Nun lernen wir das Shape Tool kennen, das in den Modi Line, Rectangle, Ellipse und Polyline zur Verfügung steht. Im Line Mode könnt ihr gerade Linien ziehen, mit gedrückter Shift-Taste rasten diese automatisch in 15 Grad Winkeln ein und wenn ihr zusätzlich Snap to Contour auswählt, gelingt es auch, diese ohne große Mühen zu verbinden. Noch besser klappt es, wenn ihr das Grid aufmacht, unter View, Grid, Show Grid. Jetzt könnt ihr noch einstellen, dass die Linien entlang des Grids einrasten, was super präzise funktioniert und sehr nützlich sein kann. Das Rectangle Tool spuckt, wie der Name vermuten lässt, Rechtecke aus, bei gedrückter Shift-Taste spuckt es perfekte Quadrate aus. Wenn ihr die Alt-Taste gedrückt haltet, kreiert das Tool von eurem Mauscenter aus ein Rechteck, bei gedrückter Shift- und Alt-Taste könnt ihr ein Quadrat vom Mauscenter aus kreieren. Ein automatisches Füllen der Shapes ist ebenfalls möglich, indem ihr Autofill in eure Tool Properties aktiviert. Wenn ihr keine Outline um eure Form haben wollt, könnt ihr die Line Thickness auf 0 setzen. Mit dem Polyline Tool setzt ihr Plotting Points, die automatisch miteinander verbunden werden, wodurch ihr komplexere Objekte entwerfen könnt, als mit dem Shape Tool. Wenn ihr mit dem Polyline Tool arbeitet, stellt sicher, dass ihr die Snap to Contour Option im Tool Properties Panel des Polyline Tools aktiviert habt. Kommen wir nun zum Select Tool, also eurem Auswahlwerkzeug. Im Tool Properties Panel gibt es Eigenschaften, die das Tool selbst betreffen und solche, die das Objekt in eurer Auswahl betreffen. Ihr habt also zum einen die Select Tool Options. Hier könnt ihr zum Beispiel zwischen einer Marquis und einer Lasso-Auswahl entscheiden. Die Auswahlmöglichkeiten des Objekts variieren hingegen. Wenn ihr zum Beispiel Text ausgewählt habt, bekommt ihr Möglichkeiten angezeigt, um diesen anzupassen. Wieder andere Einstellungsmöglichkeiten habt ihr, wenn ihr einen Pencil Stroke ausgewählt habt. Auch könnt ihr Objekte in eurer Auswahl verschieben, rotieren und skalieren. Dazu könnt ihr diese quadratischen Eckanfasser nutzen. Die an den äußeren Enden dienen dem Skalieren und Rotieren. Die in der Mitte könnt ihr zum Strecken und Stauchen von Objekten nutzen. Wenn ihr euren Cursor über die Siderails bewegt, könnt ihr die Zeichnung auch anschrägen. Wenn ihr die Maus über die Mitte eurer Auswahl bewegt, bekommt ihr diesen Crazy Cursor hier und ihr könnt die gesamte Auswahl bei gedrückter Maustaste verschieben. Dieser lustige Golfball hier ist euer Pivot Point. Durch das Verschieben des Drehpunktes ändert sich die Achse, um die sich eure Auswahl dreht. Und ja, was soll man dazu sagen? So ist es halt. Fester Bestandteil eures Workflows wird auch das Cutter Tool sein. Damit könnt ihr Artwork in Tubum sprichwörtlich zerschneiden. Für Korrekturen oder Cut und Animation ist das ein super wichtiges Tool. Es hält die gleichen Funktionen wie das Auswahltool bereit. Somit besteht die Möglichkeit, ausgewählte Objekte zu verschieben, zu deformieren und zu rotieren. Auch können überlappende Linien ganz entfernt werden. Das wird insbesondere für das Cleanen eurer Zeichnung super nützlich sein. Und ja, beim Zeichnen nutzt man dieses Tool auch sehr gerne, wenn man zum Beispiel einzelne Komponenten der Zeichnung proportional zum Rest anpassen möchte, etwa den Kopf. Das Contour Editor Tool gibt euch die Möglichkeit, die Vertices, auch Subobjects genannt, eines Vektorobjektes zu bearbeiten. Vertices sind diese Punkte hier, die Verbindungslinie dazwischen nennt man Vektoren. Wenn ihr zum Beispiel super akkurate
privates Line-Art über eure Skizze legen wollt, könnt ihr mit dem Contour Editor Tool feine Korrekturen machen. Editieren könnt ihr alle Vektorobjekte, egal ob mit dem Brush, Pencil oder Shape Tool kreiert. Ihr könnt die Veränderungen, die ihr vornehmt, live in der Preview sehen. In Kraft treten diese erst beim Loslassen der Maustaste. Wenn ihr die Vertices anklickt, erscheinen diese Handles. Dabei werdet ihr feststellen, dass die Vertices an den Enden einer Vektorlinie ein einfaches Handle haben. Wenn Vertices von anderen umgeben sind, bekommt ihr ein Doppelhandle, das bei 180 Grad gelockt ist. Diese 180 Grad Sperre könnt ihr umgehen, indem ihr Alt gedrückt haltet. Die Handles können bewegt und ausgezogen werden, was euch mehr Gestaltungsmöglichkeiten für eure Vektorkurven bietet. Ihr könnt Vertices auswählen und löschen. Wenn man STRG gedrückt hält und direkt in den Vektor hineinklickt, kann man einen neuen Vertex kreieren und schafft sich mehrere Möglichkeiten zum Editieren. Wenn ihr euren Cursor über einen Vertex bewegt, Alt gedrückt haltet und diesen anklickt, könnt ihr sämtliche Curve Information entfernen. Eure Linien könnt ihr übrigens glätten, indem ihr bei aktiviertem Contour Editor Tool den Shortcut Alt-Shift-S drückt und zuvor einen Abschnitt mit mehreren Vertices ausgewählt habt. Uiuiui. Mit dem Perspective Tool könnt ihr Objekte perspektivisch verzerren. Verdammt, mehr habe ich mir dazu nicht aufgeschrieben. Kommen wir nun zu einer weiteren Lieblingsfunktion von mir, den sogenannten Sublayern. Zu diesem Thema werden wir noch mehr in weiteren Episoden hören, weil diese mit verschiedenen Konzepten verbunden sind. Heute machen wir jedoch nur eine allgemeine Einführung in diese wundervolle Funktion. Und ja, let's go! Drawing Layer können in Tumum auf euren Wunsch in 4 Sublayer für Overlay, Line, Color und Underlay Art unterteilt werden, die prinzipiell alle dasselbe können. Dennoch macht es Sinn, sich an dieser Aufteilung zu halten. Sublayer können unter Preferences, Advanced, Support Overlay und Underlay Arts aktiviert werden. Bevor ihr loslegt, möchte ich euch empfehlen, dass ihr unter den Paletten eine für verschiedene Brushes anlegt. Für den Underlay Art Layer könntet ihr eine Textured Brush mit reduzierter Deckkraft und in Blau nehmen. Auf dem Line Art Layer könntet ihr dann mit einer dunklen, kräftigen Brush euer sauberes Line Art zeichnen. Wenn ihr die Local Colors ohne Licht und Schatten eingesetzt habt, könnt ihr diese auf den Color Art Layer kopieren. Auch hierfür gibt es eine elegantere Lösung. Wenn ihr im Color Art Panel Create Color vom Line Art auswählt, werden aus den Mitten eurer Brushstrokes automatisch Strokes generiert, die ihr leicht colorn könnt. Und es geht noch besser. Ihr könnt die Strokes nämlich auch automatisch generieren lassen, indem ihr Automatically Create Color Art auswählt. Wenn ihr immer eine feste Kombination einer Brush und einer bestimmten Farbe für SketchUps oder euer Line Art nehmt, möchte ich euch nochmal an die Funktion Tool Presets erinnern, die wir weiter vorne in der Episode besprochen haben. Einzelne Sublayer könnt ihr deaktivieren, indem ihr auf Layer Properties und dann Drawing geht. Das ist zum Beispiel nützlich, wenn ihr eure Szene rendern wollt und eure Underlay Art Sketches nicht im finalen Produkt sehen wollt. Ihr könnt im Übrigen auch alle Sublayer gemeinsam bearbeiten. Dafür geht ihr unter Tool Properties und wählt Apply to Line and Color Art aus. Ja, es gibt noch viel mehr zu Sublayern zu sagen, dazu mehr in den folgenden Episoden. Und damit hätten wir auch die Episode Drawing in Tumum abgeschlossen. Nächste Episode zeige ich euch, wie ihr in Tumum animieren könnt. Ich hoffe, ihr konntet viel Neues mitnehmen. Bis dahin, Freunde, macht es gut.